Hier in 2038 Meter Höhe bietet sich ein faszinierendes Alpenpanorama. Ganz in Ruhe schweift das Auge über den Allgäuer Hauptkamm. Und direkt unterhalb des Fellhorngipfels erstreckt sich der Fellhornrücken mit Söller und Schlappoldkopf. Entlang seines Grates führt der Wanderweg. In leichtem Auf und Ab bewegt man sich stets an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. Der Weg führt am Schlappoldsee vorbei und nach 20 Minuten ist dann die Schlappoldstation der Fellhornbahn erreicht. Die beiden Wanderer führt der Hölltobelpfad vorbei an 3 Wasserfällen. Gersthoben werden sie in rund 30 Minuten erreichen. Peter und Boris haben die ehemalige Alpsiedlung erreicht und bestaunen die wieder instand gesetzten Bauernhäuser. Vom Elpele-Sattel aus zeigt sich die Höfatz erstmals von ihrer felsigen Seite. Die gut einsehbare Südostflanke dominiert eine eindrucksvolle Felspyramide. Rund um die Höfatz, das ist eine der schönsten Touren, die das Allgäu zu bieten hat. Bildhauermeister Josef Ohmeier orientiert sich an klassischen Vorbildern. Ich arbeite hier also an einem Moriskentänzer aus massivem Zirbelkiefernholz, ganz mit Hand geschnitzt. Also keine maschinelle Vorarbeit, sondern nur Handarbeit. Das Zirbelkiefernholz ist ein wunderschönes Schnitzholz, das nur über 1000 Meter Höhe wächst. Noch eine andere Kunst wird hier gepflegt, die Kunst des Gemsbartbindens. Ich möchte kurz erklären, dass das vom Gemsbock, dass man das den Aalstreifen heißt, und hier am Gesäß die längsten Haare sind, wo man für einen Gemsbart benötigt. Viel Geschick und vor allem der Blick für Gemshaare gleicher Qualität ist erforderlich, um die Prachtbärte zu fertigen. Zu einem guten Bart braucht man ungefähr 30 bis 40 Stunden. Wir wissen schon, was das Arbeit ist. Und braucht viel gute Sehfähigkeit und Genauigkeit. Vor den Wanderern liegt das Rubihorn, Ziel und Wendepunkt der Tour. Peter und Boris haben den Gipfel des Rubihorns nach 4 Stunden Wanderung erreicht. Tief unter den Wanderern der obere Gaisalpsee. Apropos Abstieg, jetzt heißt es Kräfte einteilen, denn es sind stolze 817 Höhenmeter in einem Stück bis zur Gaisalpe zu bewältigen. Für Peter und Boris geht eine schöne Wanderung zu Ende. Peter und Boris haben die Heilbronner Leiter erreicht. Sie erleichtert den Aufstieg zum Steinschachtenkopf, der mit 2615 Metern der höchste Punkt des Heilbronner Wegs ist. Spielmannsau ist erreicht. Die Wanderung findet hier ihren Abschluss. Es waren 3 schöne Ferientage, vielleicht sogar die eindrucksvollsten. Die Allgäuer Alpen. Wer kann so eine Szenerie schon wirklich begreifen? Aber jeder kann sie kennenlernen, kann hinaufwandern in die mystische Welt der Berge.